Die Sonne geht gerade auf oder ist im Aufgehen. Die Tröte von Pferdheim hat gerade schon getrötet. Also 7 Uhr. Genau, kurz nach 7 ist es jetzt. Und ich schon 3 Herzinfarkte hinter mir. Mindestens, ich auch, wegen dir. So, wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal die Platte hier hochgelegt. Provisorisch. Provisorisch, weil wir müssen ja hier diesen Balken aussparen und dann im Nachhinein da hinten auch noch die Rohre. Könnte man jetzt alles mit Messen machen und da unten anzeichnen. Ich habe das immer ein bisschen lieber, wenn ich mir die Sachen hinlege, ausrichte und dann hier mir schon mal anzeichne, bis wo das geht. Und dann halt die 10 cm hier anzeichne und alles so übertrage. Naja, bla bla. So, hier soll das Ganze 4 cm überstehen. Das ist genau ein von diesen Eckprofilen. Dafür werden wir uns jetzt hier gleich so kurze Stückchen von den Eckprofilen schon mal drauf machen, damit wir dann daran ausrichten können. Jo, und dann zeichne ich das hier an dementsprechend und dann gucken wir mal, ob ich das unten schneide oder ob wir uns das hier so hingelegt kriegen, dass ich das hier oben geschnitten kriege. Mal sehen. Der obere Schnitt ist ja eh kein Problem. Problematisch ist eher der untere Schnitt. Aber ich denke, das werde ich auch irgendwie hinkriegen. Ach, und die Dinge musst du auch noch anzeichnen, ne? Die Rohre. Mach ich gleich. Okay. Ich will die erst ausschneiden, die Ecke. Wir haben ja hier vorhin angezeichnet. Das sind ungefähr, 135 mm. Jetzt habe ich 10 mm dabei gegeben, weil ich ein bisschen Spiel da oben ja auch haben möchte. Das können wir nachher mit so einer Asphaltfolie überbrücken. Jetzt ist natürlich wichtig, hier die Maße mal eben so zu übertragen, denn wir werden jetzt die Platte gleich umdrehen und hier an dieser Kante schneiden, damit die Kante nachher am Haus ist und Sarah dann auch am Haus mit dieser Asphaltfolie einen schönen Übergang machen kann, damit zwischen Haus und also zwischen Schaumplattenhaus und diesem Badezimmer halt kein Wasser laufen könnte, weil theoretisch könnte ja dann hier, wenn hier Wasser hinkommt, würde das ja hier runterlaufen. Wollen wir nicht. Wir wollen halt hier diese Schräge so zum Haus haben und dann nachher mit dieser Asphaltfolie eine Verbindung schaffen. Wir haben jetzt hier wir haben das Blech jetzt hier abgeschnitten. Das Ganze sieht jetzt so aus, geht jetzt hier schön hoch. Das heißt, wenn man hier mit dieser Asphaltklebebahn arbeitet, hat man dann einen schönen dichten Abschluss zum Haus hin. Jetzt kommt natürlich noch hier diese 120 mm, haben wir ja gesagt, die wir hier reinschneiden müssen in das Ganze. Kann man jetzt natürlich hier mit dieser Schräge schlecht rechnen. Dann habe ich mir hier einfach den Zollstock draufgelegt. Bin dann hingegangen hier mit dem Winkel oder gehe jetzt mit euch zusammen dahin. Lege das Ganze da auf 130 mm und kann mir dann hier unten, habe mir dann das Maß hier nach unten geholt. Naja, super. Das ist natürlich der Bleistift. Ja, aber da kommt hier auf einen Millimeter sowieso nicht an, weil wir auch hier mit dieser Asphaltfolie alles abdichten werden. So, und jetzt kann ich ganz einfach den Winkel hier anlegen. Hoffen, dass das Ganze da im Winkel ist, aber wie gesagt, mit der Asphaltfolie werden wir das alles schön überdecken. Anzeichnen. Ja, und schon weiß ich, wie ich da schneiden muss. Ja, jetzt muss man hier natürlich noch hoch machen. Anzeichnen. Das ist jetzt natürlich hier, ich hätte mal meine Anreißnadel nehmen sollen, aber auch das funktioniert. So. Können wir schneiden. Martin hat sich jetzt für die Rohre das genauso angezeigt wie gerade eigentlich. Und die schneidet er jetzt raus, damit wir die Platte, hier oben raus, damit wir die Platte nicht nochmal runternehmen müssen und dass wir es halt schön halt bis als Panel ausmachen können.
Sehr gut. Martin feilt jetzt die letzte Platte. Der Wind wird auch schon stärker. Ja, man sieht es jetzt noch nicht ganz so, gerade auch schon. Dann bringen wir die jetzt gleich noch schnell an vor dem Sturm und dann können wir alles andere weitermachen. Aber das Wichtigste haben wir dann weg, dass vor dem Sturm das Dach drauf ist. Wobei gerade war das schon beim Anhalten echt ein bisschen problematisch. Jetzt fehlt Sarah, die mir hilft. ja. So bin ich jetzt ja schon. Das seht ihr auch da im Schatten. Die mittlere Dachplatte war jetzt nicht so in einer Linie mit den anderen. Die war ab Werk wahrscheinlich nicht so schön geschnitten. Das ist uns natürlich erst hier später aufgefallen und dementsprechend habe ich die jetzt hier oben und unten nochmal abgeschnitten, damit jetzt gleich, wenn wir das U-Profil installieren, das Ganze auch einen schönen Abschluss ergibt. Ja, ich muss einmal mit dem Cuttermesser erst reinschneiden. Das Ganze ist jetzt natürlich hier so ein bisschen eine Sauerei mit dem rumfliegenden Styropor, aber versuchen das hier, das geht, aufzusammeln. Und genau, bei dem Blech muss man natürlich aufpassen, dass man sich da nicht schneidet. So, jetzt ist die Linie doch schon ein bisschen schöner und wir können Maß nehmen für das U-Profil, was hier vorkommt. Hier kommt so ein bisschen Spezielles vor, werdet ihr gleich alles sehen. Das ist jetzt hier gerade die Riesen-Herausforderung, zu filmen. Und Sarah muss da halten, dass wir da genau bündig sind. Und ich muss hier halten, um das Ganze hier anzuzeichnen. Denn diese Dreiecke, die hier überstehen, die müssen wir jetzt hier aussparen aus diesem U-Profil. Und dafür zeichne ich mir das hier einfach immer rechts und links von dem Dreieck an. Ich denke ja den ersten. Und ja, sobald ich wollte nur jetzt... So. Deswegen zeichne ich mir das hier mal rechts und links an. Und dann schneide ich das hier gleich unten komplett ein. Ja, und wie es weitergeht, seht ihr dann gleich. Jetzt geht es hier an das U-Profil oder dieses spezielle U-Profil hier mit dieser Ablaufhilfe für die Regenrinne. Ja, das ganze Profil muss jetzt natürlich unter diese Bleche geklopft werden, damit, wenn das Wasser von hier kommt, auf das Blech und dann runterlaufen kann. Aber auch da werden wir nochmal mit Asphaltfolie das Ganze so ein bisschen absichern. Das Ganze will auch nicht so leicht da rein. Sind wir da unter das ganze rumgebogene. Trotz Plastikhammer kloppt man sich das alles so ein bisschen kaputt. Irgendwie ist das überhaupt nicht schön. Das ist eine sehr unpraktische Sache hier irgendwie. Wir haben jetzt, das U-Profil ist dran, haben wir von unten schon verschraubt. Ja, von oben könnte man das verschrauben. Ich weiß es nicht, werden wir vielleicht mal nicht machen. Oder vielleicht haue ich da doch gleich oben noch Schrauben drauf. Hier will ich auf jeden Fall noch mit dieser Asphaltfolie abdichten. Das wird dann zwar nicht so schön aussehen mit der Asphaltfolie, weil man die hier sehen kann. Aber wenn das Wasser hier drauf tropft, eventuell durch die Kapillarwirkung zieht das dann hoch. Und haben wir dann Feuchtigkeit hier im Dach. Das muss ja nicht unbedingt sein. Jetzt kommen hier noch diese Dreiecke rein. Die werden ähnlich wie das U-Profil hier einfach reingeklopft.
und schon sind sie drin. Sieht halt ein bisschen besser aus dann, ne? Und das Styropor verträgt ja auch das UV-Licht nicht so gut. Jetzt ist hier so ein bisschen da aufgebogen. Da klopfe ich da noch ein bisschen gegen, aber ne, wollen ja auch nicht päpstlicher sein als der Papst.